Über 2 Millionen Menschen kaufen ihre Kryptowährungen über Bitwavo, eine der günstigeren Kryptowährungen in Europa. Aber lohnt es sich wirklich oder gibt es einen wichtigen Haken, den du wissen solltest, bevor du hier anfängst zu investieren? Das klären wir in diesem Video, denn hier gehe ich auf alle wichtigen Fragen ein. Was ist Bitwavo? Welche Kosten fallen für das Kaufen und Verkaufen an? Wie sicher ist dein Geld dort? Und am Ende erkläre ich auch, für wen sich das Ganze lohnt und für wen nicht. Bevor wir beginnen, einmal der Disclaimer: Ich bin für mein Geld verantwortlich und du für deins. Alles hier ist weder eine Finanz- noch Anlageberatung und recherchiere jedes Thema auch einmal für dich und entscheide dich am Ende aufgrund von deiner Risikotoleranz. Kurz vorab, Bitwavo hat inzwischen schon über 2 Millionen Nutzer, eine offizielle Zulassung für den Handel von Kryptowährungen innerhalb der EU und hat eine der größten Auswahl an Kryptowährungen am Markt. Nun aber zur ersten Frage: Was ist Bitwavo überhaupt? Bitwavo ist eine Kryptobörse aus Amsterdam, die 2018 gegründet wurde. Die Idee ist simpel: Du überweist dein Geld auf dein Bitwavo-Konto und kannst dort unkompliziert in Kryptowährungen investieren. Es ist vergleichbar mit einem Broker für Aktien und ETFs, nur eben für Bitcoin, Ethereum und Co. Das Angebot umfasst aktuell über 449 verschiedene Kryptowährungen und die Nutzer bewegen im Monat rund 10 Milliarden Euro an Handelsvolumen über die Plattform. Aber Achtung, Bitwavo ist keine Bank und auch kein Broker für Aktien oder ETFs, sondern nur eine reine Kryptobörse. Wichtig zu wissen, Bitwavo hat eine offizielle Zulassung nach MiCH, also der neuen EU-weiten Regulierung für Kryptobörsen. Das bedeutet, der Anbieter muss gewisse Mindeststandards in Bezug auf Sicherheit und den Umgang mit Geld gegenüber einer Behörde nachweisen, bevor er in der EU aktiv werden darf. Für Bitwavo ist die niederländische Finanzaufsicht FMA zuständig. Wenn du dich bei Bitwavo anmelden möchtest, nutze auf jeden Fall den Link unten in der Videobeschreibung oder scanne den QR-Code hier. Damit sicherst du dir aktuell einen Neukundenbonus von 20 Euro, wenn du mindestens 20 Euro einzahlst. Für volle Transparenz: Es handelt sich um einen Affiliate-Link, wir erhalten also eine kleine Provision. Du hast dadurch aber keinen Nachteil, im Gegenteil, du erhältst einen Bonus, den du nicht erhalten hättest, wenn du dich direkt über die Plattform anmeldest. Also nutze auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung, um dir deinen Bonus zu sichern. Und damit zur nächsten wichtigen Frage: Was kostet Bitwavo eigentlich? Die Einzahlung auf dein Bitwavo-Konto ist auf den meisten Wegen kostenlos, aber nicht alle. Kostenlos einzahlen kannst du per Überweisung, also SEPA, und auch als Sofortüberweisung, iDeal, Bankkontakt oder Apple Pay. Mit der Kreditkarte einzahlen kostet dich zusätzlich etwa 1-2% Gebühr. Über Zahlungsdienste wie Sofort oder PayPal ist es inzwischen noch teurer. Hier liegen die Gebühren zwischen 1,75 und 2,25%. Geld auszahlen ist kostenlos, das geht per Überweisung und dauert 1-2 Werktage. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen variieren je nachdem, wie viel du handelst. Zwischen 1,5 und 2,5%, und wer viel handelt, zahlt weniger. Also kurz als Beispiel: Du zahlst 500 Euro per Überweisung ein. Das ist erstmal kostenlos. Dann kaufst du für die 500 Euro Bitcoin und die Gebühr liegt in etwa zwischen 1 Euro und 1,25 Euro. Und damit zur nächsten Frage: Wie sicher ist Bitwavo? Dein Euroguthaben, also das, was du noch nicht in Kryptowährungen investiert hast, ist über die gesetzliche Einlagensicherung einer Partnerbank geschützt. Die Einlagensicherung gilt auf bis zu 100.000 Euro pro Person. Also ganz normal wie bei einem regulären Girokonto bzw. Tagesgeld. Deine Kryptowährungen hingegen fallen nicht in diese gesetzliche Absicherung, denn sie gelten rechtlich gesehen nicht als Bankguthaben. Der Schutz besteht hier stattdessen über die technische Aufbewahrung durch Bitwavo. Außerdem hast du hier auch die Möglichkeit, durch Staking eine zusätzliche Rendite zu verdienen. Dabei übergibst du deine Coins, damit sie praktisch verzinst werden. Das ist aber ausdrücklich nicht über die MiCA-Regulierung abgedeckt. Hier gehst du also ein zusätzliches Risiko ein. Und seit März 2026 gibt es auch eine Einschränkung bei bestimmten Stablecoins. Das sind Kryptowährungen, die im Wert an den Euro oder Dollar gekoppelt sind. Neue Konten können diese zwar kaufen und verkaufen, aber nicht mehr an eine externe Wallet außerhalb von Bitwavo senden. Und nun zu einigen Nachteilen von Bitwavo. Als erstes: kein Telefonsupport. Du erreichst Bitwavo ausschließlich über einen Live-Chat, und zwar montags bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr. Aber der erste Kontakt läuft automatisch über einen Chatbot.
Außerdem gibt es auch eine Einschränkung bei größeren Auszahlungen. Ab 25.000 Euro verlangt Bitwavo innerhalb von 24 Stunden einen Nachweis, woher das Geld ursprünglich kommt. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Für dich bedeutet das aber Dokumente bereithalten, ansonsten wird die Auszahlung gestoppt. Außerdem ist hier kein Hebeltrading möglich, also kein Traden auf Kredit oder Zertifikate. Für die meisten Einsteiger ist das eher ein Vorteil als ein Nachteil mit weniger Verlustrisiko. Und zuletzt, Bitwavo bietet keine eigene Kreditkarte oder Debitkarte. Von der Konkurrenz werden nämlich oft Kryptokreditkarten angeboten. Und damit zu meinem Fazit. Bitwavo lohnt sich für alle, die unkompliziert und günstig in Kryptowährungen investieren wollen und eine große Auswahl suchen. Die Einzahlungen per Überweisung sind kostenlos. Die Handelsgebühren sind fair und die MiCA-Zulassung gibt dir ein Stück regulatorische Sicherheit. Wenn du aber auf Kredit oder mit einem Hebel handeln möchtest, eine Debitkarte suchst oder telefonischen Support benötigst, ist es nicht so gut geeignet. Ansonsten ist Bitwavo definitiv eine solide Option am Markt. Und wie gesagt, nutze auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung oder scanne den QR-Code hier, um dir 20 Euro Willkommensbonus zu sichern. Dafür musst du einfach nur mindestens 20 Euro auf dein Konto einzahlen. Für volle Transparenz, es handelt sich um einen Affiliate-Link, wir erhalten also eine kleine Provision. Du hast aber keinen Nachteil und erhältst stattdessen einen zusätzlichen Bonus, den du sonst nicht erhalten hättest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.